Großer Park, große Achterbahn. Das ist kein Rennen, wenn du eine halbe Stunde später fährst. Was eine unfassbar gute Achterbahn. Warum? Was stimmt mit euch nicht? Und das ist eine der besten Holzachterbahnen der Welt, auch wenn die dich tötet. Und es gibt keine Wartezeit. This ride is closed. Wurde hier drauf geschossen? Der hat doch einer auf uns geschossen. Geil, Ghetto. Ich hätte niemals hier rausgucken sollen. Shootingstar. Muss man Salat essen? Überleg dir das, wenn du musst. Das ist sehr gut, ob du einen Salat essen musst. Mein Freund. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin mit einem neuen Video unsererseits. Wir sind on Tour, wir nehmen euch auf dem On-Tour-Vlog mit und wie ihr seht, sind in den US und auch A und beim Frühstück und nach dem Frühstück erzählen wir euch ein bisschen mehr, was heute passiert, was heute geht, wo wir sind, wo es hingeht. Also wir sind in Ohio. Stolz die. So, ich sag's gerade, frische Luft, unbezahlbar. Wir sind draußen, das ist unser Hotel, das haben wir euch gestern gezeigt, wir haben gefrühstückt. Wir haben wieder sehr viel Müll produziert dabei, das ist super toll. Wetter ist richtig shitty, ich kann euch versprechen, das wird nicht besser. Wir machen uns jetzt auf die Socken und fahren 2 Stunden nach Kings Island, ein großer Freizeitpark, den wir euch vor vielen Jahren hier schon mal gezeigt haben, mit vielen großen Achterbahnen, mit tollen Achterbahnen. Da nehmen wir euch heute mit. Nacht war kurz, nächste Nacht wird nicht länger. Geil. So muss das sein bei so einer Tour. Eigentlich nicht, aber... Ja, das funktioniert. Kings Island. Jiha. Wir sind schon zu lange hier, glaube ich. Jetzt sind wir gefangen. Angekommen, Kings Island, nach 2 Stunden Fahrt. Letztes Mal standen wir mit unserem Nissan Altima da. Jetzt stehen wir mit unserem F-150 von Ford hier. Ja, großer Park, große Achterbahn, viele Achterbahnen. Einiges haben wir schon auf dem Zettel, einiges wollen wir auf jeden Fall noch mal fahren und einiges ist neu und dürfen wir jetzt auch entdecken und erleben, so wie Orion, B&M Hypercoaster. Auch hier hat man schon so eine Kiste, so ein riesen Moped, aber auch hier, glaube ich, mit unterschiedlichen Zügen dann. Und sonst auch super viele Highlightbahnen. Der Park ist reingekommen, weil andere Parks einfach unter der Woche geschlossen haben. Wir haben jetzt hier wahrscheinlich mal wieder Season Pass Pre-Entry und sind auch schon ein paar Leute da, die Bock haben. Ich glaube, noch mehr Leute sind hier Mitarbeiter. Ja, und jetzt geht es dann erstmal hier rein und wir gehen dann zu Orion durch. Haben, wie gesagt, einiges, was wir ein bisschen Step by Step durchgehen. Park ist reingekommen, alle dazu haben und gar nicht so schlecht ist und ein bisschen was Neues hat. Also es ist nicht schlimm, dass er dabei ist. Aber wir hatten eigentlich vor, Parks zu machen, die wir noch nie besucht haben auf dieser Tour. Ja, Cedar Point hätten wir wahrscheinlich trotzdem reingepackt, weil ihr geil drauf seid. Genau, das jetzt erstmal dazu und den Rest sehen wir dann jetzt, wenn es losgeht. So, heute ist Early Ride Time, 9:30 Uhr bis 10 Uhr. Auf Banshee, Woodstock Express und was ist das andere? Woodstock Whirlybirds. Woodstock Whirlybirds. Super. Also irgendwie auch jetzt nicht herausragend und einige Rides könnten heute geschlossen sein wegen dem Wetter, steht auch noch dran. Was? Steht da nicht dran. Ansonsten geht es nämlich jetzt auch jeden Moment los in 4 Minuten, aber die Operator werden schon nervös und also Operator Einlass Ladies. Oh.
Okay, die Einlass-Girls werden jetzt müssen auch noch rumbrüllen. Besser als, ich glaube, Kentucky Kingdom war es damals, wo sie noch Stretch-Übungen machen mussten. Hinter dem Gatter, wo alle schon vorstanden. Gut, wir rennen jetzt einfach auch mit rein, also wir gehen rein. Eine Runde Banshee schadet auch nicht. Und jetzt, wenn wir ohne anstehen, schadet das noch weniger. Passt aber auf eure Köpfe auf, wenn ihr euren Autoschlüssel verliert. Oh Gott, ich sollte aufhören mit so Anspielungen aus den News-Videos. Aber das ist ein Hinweis darauf, dass ihr das Ganze übrigens gucken solltet. Apropos Hinweis, wir wurden gefragt, wortwörtlich, lohnt sich bei einer Reise der Season Pass, den wir jetzt haben? Ja, bei einer Italienreise würde ich sagen, lohnt sich der eher weniger. Bei einer USA-Reise mit vielen dieser Parks hier könnte der sich lohnen. Müsst ihr rechnen, überlegen, wie viel macht ihr nicht. Genauso wie diese Season Cup Becher sich lohnen oder nicht lohnen, je nachdem, wie viel man auf dem Trip macht oder nicht. Das ist die Antwort, die kann ich euch nicht pauschal geben. So, gut, das Ding ist direkt am Eingang. Auch hier gehen wir jetzt nicht durch alle Achterbahnen unbedingt durch, die wir schon kennen und heute nicht fahren. Auch hier, denke ich mal, könnte es ja eventuell so machen, ein Video zu machen, wo wir nochmal extra über alle Bahnen reden. Und ja, das ist ein B&M Inverted Coaster, der echt richtig gut ist und gerade oben stehen bleibt. Ist ja blöd, wenn beim Early Ride noch Tests laufen, wenn die Leute reingelassen werden. Ach, das Ding ist jetzt wirklich noch zu. Ja, das ist schwach. Locker oder Non-Rider? Dann nehmen wir mal wieder ein ganz starres. Also es war jetzt wirklich so, dass die Bahn noch nicht auf war. Um 44 sind wir reingelassen worden. Eigentlich soll es um halb losgehen. Und um 10 vor ist erst der erste Zug mit Menschen überhaupt gefahren. Warum? Keine Ahnung. Es ging auf jeden Fall erstmal nicht voran. Und ja, komische Experience. Und sie wollte dann beim Einlass nochmal alle Season Pässe sehen, weil das ja jetzt im Early Entry mit drin ist. Witzigerweise hatten wir schon alles in den Locker gesperrt. Und es fing auch erst damit an, als sie das Gate aufgemacht hat und die Bahn fuhr, dass gecheckt wurde, wer denn so einen Pass hat. Die vor uns wurden alle gecheckt, dann kamen wir, waren schon eingestellt auf Diskussion. Und dann, ja, okay, ihr könnt einfach gehen. Und hinter uns, die wurden wieder gefragt, wo denn der Season Pass ist. Was siehst du für ein Gesicht schon wieder? Gar nicht, alles gut. Nichts passiert. Okay. Ja. Hast du ein Becherchen aufgefüllt? Ja. Sehr gut. Mit Cola Zero gemischt mit Minute Maid. Lemonade. Verrücktes Huhn, ey. Genau, dann gehen wir jetzt, weil jetzt auch der Park auf ist, rüber zu Orion. Und das ist eine Neuheit für uns, der Hypercoaster, der ziemlich groß ist. Witzigerweise, Diamondback ist ja auch ein Hypercoaster, die fahren beide in diese Richtung, die Lift Hills. Hast du das gesehen? Nein. Ach ja, ich habe noch gar nichts zu Banshee gesagt. Ja, Inverted Coaster, wir saßen in der Mitte, du siehst einfach nichts. Das ist so doof, aber du kannst ja nicht... Also ich saß am Rand und man konnte dadurch ganz gut sehen. Schön. Herzlich. Also im Verhältnis zu der ersten Reihe natürlich schlecht, aber... Ja, aber was ich sehr gut finde, ist das Spiel mit den Kräften. Du hast nicht nur dieses dumme Gedrücke mit positiven G-Kräften, sondern hast auch mal Airtime-Momente und sogar Hangtime in der einen Rolle. Und dann hörst du auch den ganzen Zug jauzen und rufen. Offensichtlich macht das Leuten ein bisschen mehr Spaß, als die ganze Zeit reingedrückt zu werden. Ja, also wirklich immer noch eine sehr gute Bahn. Und ich bin kein Freund und Fan von Inverted Coastern, aber Banshee ist schon sehr cool. Wir haben jetzt schon ein bisschen was erspäht hier beim Langlaufen. Zierer, Wellenflieger, Barockstil zum Beispiel, Host Troika hinten durch. Oh,
Oh, hier riecht es so geil, ne? Das ist so eine alte Holzachterbahn, The Racer. Kriegen wir, glaube ich, nicht so gut drauf. Nicht so gut, ist wirklich ein Kompliment. Absolut gar nicht. Jetzt sind wir in so einer Sackgasse und Area 72. Oh, das ist ein bisschen spät dran. Das ist kein Rennen, wenn du eine halbe Stunde später fährst. Beim Racer übrigens mal ganz kurz noch erwähnt, eine Besonderheit. Das ist ja ein Racing Coaster. Du fährst bei dieser Holzachterbahn ein einfaches Out-of-Back-Layout. Das ist ja super schlau, dann ein Rennen zu fahren. Da wird halt einfach der schwerste Zug. Eine Zeit lang, das ist schade, dass es das nicht mehr gibt, haben sie das so gemacht, dass ein Zug gedreht war. Ist einer vorwärts gefahren, einer rückwärts gefahren. Was bei einer Rennsituation total geil ist, meiner Meinung nach. Und jetzt kommen wir in die Area 72 und das erinnert an Area 51 thematisch und wie es aufgebaut ist. Und das zu Recht, weil Flight of 4 ist quasi so ein Hangar, wo man Aliens gefunden hat. Man geht in ein Raumschiff und im Raumschiff steigt man in den Coaster und wird abgeschossen. Richtig geil. Müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen, wenn ihr hier seid. Aber wir machen jetzt erstmal Orion, wo alles mit 0 Minuten angeschlagen ist. Gibt es hier locker oder wie ist das hier? Da sind wir locker. Genau, das ist das kleine Monster hier. Dafür wurde etwas weggemacht, darüber reden wir gleich, was weggemacht wurde. Und du kannst ja noch einen Becher da oben mitnehmen. Weil das ist auch das Blöde, die Becher darfst du nicht mit in die Queues nehmen. Deswegen verkaufen sich diese Wegwerfbecher so toll, über die ich gestern geredet habe. Also ihr merkt, ihr müsst die Tour komplett durchgucken. Es gibt ja auch eine Playlist dafür. Und den Kanal habt ihr sowieso abonniert, oder nicht? Habt ihr. Und wenn nicht, dann macht ihr das jetzt, sonst werdet ihr auch von Aliens entführt. Garantiert. Wenn die locker jetzt schon so aussehen, habe ich Angst, was für ein Publikum heute im Park unterwegs ist. So, gemischte Gefühle machen sich breit bei uns. Orion, Digga, was eine unfassbar gute Achterbahn. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Wir hatten erstmal Walk-On und sind durchgelaufen, freie Platzwahl. Das heißt, erste Fahrt, die wir gemacht haben, in der ersten Reihe, zweite Fahrt, die wir gemacht haben, in der letzten Reihe. Und haben dann gedacht, okay, wir machen noch was anderes, aber das Ding ist ja einfach geil. Ich finde diese B&M Hypercoaster in einer gewissen Größe, Intensität und mit einem gewissen Layout liebe ich die Dinger. Richtig geil, macht mega Bock. Orion hat einen Soundtrack bekommen von IMAscore. Der läuft hier nicht. Da läuft wieder hier Country Rock in der Queue. Warum? Warum? Was stimmt mit euch nicht? Das war geil. Die Crew in der Station hatte richtig Bock. Auch da wurde einer angelernt, der war schon ein bisschen weiter. War richtig gut. Tolle Experience. Meine Erzählungen für euch, was Flight of 4 angeht, haben Uschi so getriggert, dass sie jetzt da rein wollte, weil sie sich nicht mehr so gut daran erinnern kann, wie das dann war. Die haben auf jeden Fall im Wartebereich das UFO und alles überarbeitet. Da läuft eine Show, Lichteffekte die ganze Zeit. Das ist echt cool. Leider stehen die jetzt bis draußen, dass ich jetzt nicht einfach mal vorbeilatschen kann, um das zu filmen. Den Meteorit haben wir auch noch nicht gezeigt, der hier eingeschlagen ist vor der Bude, ne? Der Rote ist schon wieder alleine unterwegs. Vom The Racer. Das ist doch alles Kacke hier. Also die Show ist auch richtig cool und so. Gehst ins UFO, dann Einstieg und man wird aus dem UFO rausgelauncht quasi. Machen immer ihre Faxen so ein bisschen 3, 2 und weg. Lim Lounge zieht auf jeden Fall erstmal ein bisschen an. Und dann kommt kurz danach ein leerer Zug wieder in die Station. Da sind alle verschwunden. Ich glaube, die Aliens, die Leute vor uns entführt. Dann geht es halt in diese Spaghetti Bowl, die haben wir auch schon mal gezeigt. Vom Premier Rides gibt es auch Rides, die draußen sind. Es gibt das aber auch nochmal diese Indoor-Geschichte. Und wir haben das jetzt nur nochmal gemacht, weil das fährt jetzt echt nicht gut. Ne? Und da drin in der Halle selbst ein paar grüne Lämpchen. Ist ein bisschen, du verlierst die Orientierung, weiß ich, fahre ich jetzt gerade kopfüber oder fahre ich gerade normal, weil mit den Wänden, den Licht und diesem Schienenknoll, da verliert man so ein bisschen die Orientierung. Wir haben nur gesagt, okay, das fahren wir jetzt einfach nochmal, bevor wir jetzt irgendwie andere Sachen fahren, die cooler sind, mehr Spaß machen oder neu sind für uns.
weil 0 Minuten dran stand. 0 Minuten heißt 25 Minuten. Geht das schon wieder los? Ich hasse das. Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir hinlaufen. So, Backlot Stunt Coaster haben wir da. Da stehen auch ein paar Leute. Sind wir ja schon auf der Tour gefahren. Und ich glaube nicht, dass hier mehr Effekte an sind. Wassereffekte oder warum mehr Effekte? So, wir gucken einfach mal, was jetzt kommt. Wenn wir so umgehen, ich weiß nämlich nicht, wo der Snoopy Coaster noch ist. Könnte es sein, dass wir vielleicht zu The Beast kommen? Die Kiste fährt mich gerade da oben lang. Und das ist eine der besten Holzachterbahnen der Welt, auch wenn die dich tötet. Dass man hier in diesen ganzen Parks übrigens keine On-Rides machen kann, ne? Das ist ja das eine. Das andere ist aber, zum Beispiel Orion, wenn ich jetzt die Bahn Off-Ride filmen wollen würde, ginge das schon wieder nicht. Also ich möchte das ja machen. Ich möchte die, nicht würde, sondern ich möchte die Off-Ride filmen. Oldtimer-Bahn, 2 Holzachterbahnen und dahinter ist die Bahn und man kommt nicht näher dran. Wer soll das denn noch hinkriegen? Ekelhaft. Fast Glück, dass ich keine Kamera mithaben kann aktuell. Jetzt stehen wir bei The Beast an und also ich bin so gespannt, ob ich die Bahn immer noch so toll finde. Wir sind die mehrmals letzte Mal gefahren. Das Geile ist, das Stationsgebäude von außen sieht aus wie eins, wenn ich bei Rollercoaster Tycoon damals irgendwie eine Western-Thematisierung um eine Achterbahnstation drumherum bauen wollte. Das ist eine Bretterbude. Und die Bahn hat übrigens 3,8 Millionen Dollar gekostet, damals als sie gebaut wurde. Das ist auch schon ein bisschen her. Liegt ein paar Dekaden zurück. Würde heute umgerechnet 22 Millionen Dollar kosten. Aber wir gucken, ob das wert ist. Kann trotzdem keiner mehr finanzieren. 20 Minuten sind angeschlagen, könnte hinkommen, theoretisch. Aber ich habe Angst. Die haben doch 2 Züge drauf, oder? Ja, haben die. Weil der Zug ist nämlich jetzt gleich erstmal eine halbe Stunde weg. Also 4 Minuten 10. Was? 4 Minuten 10. Die Frau ist informiert. Wo steht das? Da auf dem Schild oder auf einem... Auf dem hier. Ja, Leute, The Beast, immer noch einer der besten Holzachterbahnen der Welt, safe. Und auch in den Top 10 der besten Achterbahnen überhaupt, ey. Ganz kurz aber noch Lift und der Lift führt an der Schlussbremse vorbei und die ist ja überdacht bei solchen Holzachterbahnen. Haargummis hatten wir ja schon, da liegen auch 1 Milliarde Haargummis. Aber auch irgendwelche Aufsetzohren, sogar so Katzenohren mit so einem Haarreif, dann America. Irgendwelche Tuben mit irgendwelchen Cremes und Gels und Lipgloss und weiß ich nicht was. Aber mein Highlight ist eine Schüssel Reis. Also wirklich eine Schüssel, wo auch noch Reis drin ist. Ich weiß nicht, also das habe ich dann, wie hat man die bis dahin gekriegt, wenn man nichts mitnehmen darf? Und mit welcher Intention? Und war das dann auf einmal so, ach ja, ich fahre jetzt Achterbahn?
wer weiß. Und du bist einfach, wenn du diese Bahn fährst, du bist auf dich allein gestellt. Du bist weg. Du fährst aus dem Park raus, du fährst in den Urwald, du bist weg. Ey, mit einem Affenzahn knallt das Ding durch den Dschungel. Unfassbar. Es ist einiges geretrackt worden und einiges auch nicht. Aber ey, also vor allem der zweite Part, nach dem zweiten Lift. Es gibt 2 Lifte bei diesem Ding und du bist ja irgendwo nirgendwo. Und es wird getrimmt, weißt du, wo der da so schräg runterfährt, der wird ja schon ein bisschen runtergebremst. Und du fährst da mit einer Geschwindigkeit in diesen Tunnel rein. Wahnsinn, Wahnsinn. Also The Beast, eine der besten Achterbahnen überhaupt. Ey, richtig, richtig gut. Rough, hart, brutal. Spaßmaschine ohne Ende. Und du bist einfach weg. Du bist einfach nicht mehr auf diesem Planeten unterwegs, sondern da hinten irgendwo. Mega. Ich liebe diese Bahn. Jetzt hat es uns ja tatsächlich noch nach Mystic Timbers verschlagen. Was haben wir jetzt gewartet? Keine 10 Minuten? 15. 15? Ja, doch so viel. So viel. Ja, jetzt die Frage. Ich würde jetzt erstmal hier noch ab. Da ist der Eingang zu Diamondback, genau. GCI Holzachterbahn mit 3 Zügen unterwegs. IMAScore hat auch hier Soundtrack geliefert. Man versucht ja ein bisschen Story zu vermitteln, ein bisschen Thematisierung. Ich würde auch gleich bei den Boys mal hier auf den Restroom gehen. Und erstmal, also ich kann euch leider nichts groß davon zeigen. Die Bahn fährt komplett außerhalb des Parks, außerhalb unserer Reichweite. Aber diese Fahrt, ey, bam, 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 also das ist wirklich so dynamisch und schmeißt sich so rum und ist, also wirklich, unglaublich. Das ist sehr schwer zu beschreiben, wie dynamisch das ist. Aber wenn du so, also wirklich so krass, einfach krass, richtig gute Bahn und sehr, sehr schöne Züge, die ein sehr cooles Design vorne haben. Und dann, ja, ein bisschen verkackt, gibt es einen Dark Ride Part am Ende, nach der Fahrt. Und da stehst du aber auch noch voll lange drin und hast einen Loop. Und an sich ist das super gut gemacht, schön gestaltet und vom Effekt gut. Aber ey, das am Anfang wäre voll geil und nicht am Ende. Ich weiß, das ist als Warteposition super und toll. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Das geht sich nicht aus. Schade. Aber grandiose Bahn. Wirklich grandiose Bahn. Und die Uschi ist jetzt beim Freestyle. Was ist los? Das stinkt, ey. Wunderbar. Hinter diesen Automaten da ist immer irgendwas hintergelaufen. Ganz hinten, wo keiner drankommt, ist so eine dicke Schicht einfach von, ja, halt klebrigen Getränkeresten, die irgendwann natürlich auch schimmeln, ne? Lecker. Camp Snoopy ist aber richtig schön geworden. Ich habe das nicht so schön in Erinnerung. Da müssen wir nämlich auch gleich hin. Aber erstmal Pipi und dann Diamondback. Erstmal noch eine große Achterbahn fahren. So viel auch zum Thema Counts sind so wichtig. Das ist ja nur das Innere. Ja, ist schon laut, ne? Boah. Ja. Das ist schon sehr cool irgendwie. Ja. Dann fahren wir die Bahn mal, oder? Ja. So, welche Farbe hat dieses Shirt? Balk. Balk. So kurz im Merch-Shop reingeguckt, aber auch in Mission für andere Leute. Sehr cool auch, dass die Nano-Coaster aufgebaut sind. Aber jetzt fahren wir auch Diamondback. Wir wundern nicht über das coole Merch. Der Squishmallow ist übrigens Jeff, aber von The Beast. Bevor das war orange, deswegen war ich gerade doof im Kopf. Must be in bin number 1. Bin number 1 is the open one, so do not waste any moves. Welcome back, Green Train. How was that ride? Exit to the right, have a good day. Exit off to your right. Exit to the right, to the right. Because those are closed and not for you.
geflogen. Was ist das? Diamondback hat angeschlagene 0 Minuten Wartezeit. Es waren jetzt 10. Was ein Airtime-Monster, grandiose Achterbahn, hat richtig Bock gemacht und es ist wieder so ein Zug mit diesen versetzten Sitzen und wir wurden in Reihe 2 eingeteilt wieder. Wir suchen uns das nicht aus und das ist die erste Reihe einfach, das ist ziemlich cool. Vor mir saß aber eine Dame mit einem extrem langen Zopf, der ging ihr bis zur Kniekehle. Das hieß, bei der Fahrt ging der mir halb ins Gesicht. Hätte ich mich zur Seite, hätte ich das Ding ins Gesicht gekriegt. Danach hat sie den auch reingeangelt und dann ist unsere philippinische Rapunzel dann die ganze Zeit Haare festhaltend weitergefahren. Also wirklich, das Ding hat mehr Airtime als Orion, würde ich jetzt mal sagen, aber die kann man auch nicht vergleichen, weil das ist ein Airtime-Monster, der andere Haufen ist hoch, schnell, intensiv und ist auch, ja, also floatet mehr die Airtime, der knallt dich jetzt auch nicht raus. Du bist bei beiden ewig lang in der Luft. Ganz schwierig. Crazy Ding einfach, crazy Ding. So, es gibt noch eine neue Achterbahn hier. Die Bahn sehen wir, wo sie ist nicht. Vekoma Family Boomerang. Mit dem Standard-Layout. Bound. Irgendwie, ich weiß nicht, wie das Layout nochmal heißt, aber zum Beispiel im Energylandia gibt es das oder in Drayton Manor und jetzt gibt es das auch hier mit Snoopy-Thema. Die Station sieht von außen schon mal ganz süß aus. Da gehen wir jetzt mal gucken, wie das hier überhaupt aussieht. Also Vekoma Family Boomerangs haben auch so einen kleinen Boom in den USA aktuell. Ist auch nochmal Vekoma, aber das müssen wir nicht mehr fahren, das haben wir schon hinter uns gebracht. Seid ihr klar vor? Wir sind jetzt im Camp Snoopy, diesem Kinderghetto hier, was aber auch ganz hübsch inzwischen ist. Okay, das ist echt cool eingebettet, der Zug sieht richtig gut aus und es gibt keine Wartezeit, die angezeigt wird. Aber eine Traube von Kindern, die gerade vor uns da reinrennt. Max, was ist hier? Ne, ist nur Mindest und wo man begleitet wird. Erwachsene sind ausnahmsweise nicht ausgeschlossen. Ja, sieht aber hübsch aus, also hübsch angelegt, nicht schlecht. Ist, glaube ich, auch eine Neuheit aus 2024, wenn ich mich nicht täusche. Jo, da haben wir keine 5 Minuten gewartet und sind Snoopys Sandbox Racing Dingens, wie heißen das jetzt? Snoopys Soapbox Racers gefahren, den Vekoma Family Boomerang.
Drückt ordentlich, kommt ziemlich weit hoch. Es steht gut hier, schöne Bahn, solide, top. Keine Gurte. War das die erste Achterbahn heute ohne Gurte? Ich glaube schon, ne? Sonst ist hier überall ein Gurt. Selbst bei Flight of 4, da kommt ein Gurt in die Seite vom Bügel. Da ist ihn so nicht aber der kommt dann da rein. Ja, der Surf Dog wird, glaube ich, heute nicht gefahren. Der steht hier ziemlich lost in der Gegend rum. Und ist wohl geschlossen. Kein Grauzaun-Count, wie schade. Also ja, ich hätte es jetzt gerne hier abgeschlossen, voll gemacht, aber fährt man ja auch erst, seitdem die Dinger Grauzaun-Count sind. Also auch nur aus Prinzip. Aber der steht heute, glaube ich. This ride is closed. Yep, das gibt nichts. Hier hinter den Bäumen versteckt ist eine komplette Holzachterbahn. Woodstock Express ist, haben ich glaube ich auch im Laufe dieser Tour schon erzählt, diese kleinen Holzachterbahnen mit blau gestrichener Schiene. Kann man die von dem Zaun aus vielleicht einmal filmen? Aber die sind richtig cool, die machen richtig Spaß und sind voll süß und klein einfach. Mag ich, ey. Das ist gut, dass das hier hängt. Ziemlich passend, dass das schwarz-weiß ist. Oh nein. Ist aber irgendwie... Sehr schief. Ja, oder? Ja, die sind ja sehr generisch. Ja. Würde sich gut machen zu meiner GeForce und Medusa. Aber das ist... Was kostet der Quatsch? $45. Jo. Wir haben keinen Platz im Koffer, wie schade. Also, Firehawk, finde ich cool, dass das schwarz-weiß ist, denn diese Bahn wurde ersetzt. Abgerissen sind wir gefahren und da steht jetzt Orion. Und an der Stelle war Firehawk Vekoma Flying Coaster der ersten Generation. Nicht wie im Phantasialand. Ist nicht schlimm, dass der weg ist. Aber die haben auch wieder die Holz-Cutouts in Holz und dann haben sie die auch wieder in bunt. Ne? Das ist echt krass, ey. Das gibt es ja echt überall hier. Das gab es auch von Cedar Point. Aber die finde ich auch echt stark. Also, ne, das ist ja das, was wir quasi alle zu Hause haben sollten. Und so sieht es in bunt aus. Man kann sich das auch selber anmalen. Ach so, weil das so riesig ist. Wegen der Grundplatte. Aber Alter, $60. Deswegen hängen ja auch so viele. Vielleicht. Das Son of Beast hat übrigens noch mehr Geschichte. Leute, die sehen auch richtig geil aus, die Poster. Aber ich kenne mein Glück. $40. Also wenn mir das einer für unter $40 macht, bin ich ja dabei. Ne? Also die sind echt geil, aber es ist echt das Heile nach Hause kriegen für den Preis, Digga. Wie wir das auch schon gesagt haben, ne, ihr müsst nicht so einen Season Cup haben oder so einen Becher, wo ihr hier irgendwelche Drinks auffüllen könnt, sondern Wasser gibt es immer in den USA, in den Parks for free und meistens dann an so Stationen. Oder wenn es die nicht gibt, dann kann man auch an diesen Freestyle-Stationen fragen, ey, kann ich nur Wasser haben? Dann kriegt man nur Wasser oder einen Becher oder. Ne, dass ihr das auch gehört habt. Stay hydrated, trinken ist wichtig. Die Area vom Banshee ist ja eigentlich echt cool gemacht. Und wir sind jetzt noch mal hier in die Ecke gegangen. Wir haben gedacht, wir gucken noch mal, wie sieht es ja bei The Bat aus. Weil diese Arrow-Dinger, die sind ja geisteskrank. Ich weiß nicht, das Ride ist closed, aber da kommen Leute her. Ich gehe gleich mal gucken. Das Logo ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber auch wenn es geil ist. Auch wenn es nicht so aussieht, scheint die Kiste offen zu sein. Aber leider ist hier dieser Panoramasteg geschlossen, wo man auch Bat gut sehen könnte und sogar noch auf Banshee einen coolen Blick hätte, weil das da ein bisschen hier durch das Gestrüpp bzw. über dieses Loch geht, wo die beiden Bahnen reingebaut sind. Schade. Aber ich glaube, dass wir uns jetzt da nicht mit für anstellen und auch nichts weiter jetzt mehr fahren. Der Park ist nämlich gerade dabei, sich extremst zu füllen. Und die kommen jetzt alle später. Das ist in den USA eigentlich auch gang und gäbe.
Seid früh da, startet direkt durch, fahrt direkt die ganzen Sachen, gebt Gas, pusht erstmal ein bisschen durch, weil später kommt, also die Leute kommen hier immer später und dann wird es schnell voll und die Wartezeiten gehen schnell nach oben. Wir hatten aber einen guten, entspannten Tag und sind damit erstmal durch hier im Park. Wir haben auch 3 Stunden jetzt zu fahren und wir haben morgen früh auch nochmal 3,5 Stunden. Das ist auch ganz okay, weil gestern war ja ein bisschen anstrengender, habt ihr ja gesehen. Wenn ihr den Vlog gesehen habt, wenn nicht, wird das gleich nachgeholt, wenn ihr hier durch seid. Genau, und deswegen überlegen wir, dass wir dann jetzt Schicht machen und dann hier in Kings Island wir sind alles gefahren, was wir fahren wollten und hatten echt eine gute Zeit. Ey, dann muss man auch mal einen Cut machen und es nicht ausreizen. Der Park hat übrigens bis 22 Uhr geöffnet, muss man auch wollen. Ich finde den schon irgendwie cool, ne? Und ich finde auch den irgendwie cool. Also, die haben schon was. Muss man aber auch tragen können. Ich habe ja schon viel gesehen, ne? Aber ein 4er-Kinderwagen, Heidewitzka, die müssen auf jeden Fall aus Utah kommen. By the way, so wettermäßig, ne, wir haben ja so ein bisschen in eine Schüssel gegriffen. Also es geht, also wir sind trocken, das ist eigentlich super. Die ganzen Parks hier vor Ort haben auch alle die Eröffnung ihrer Wasserparks nach hinten geschoben, weil das eigentlich nicht normal ist, dass es jetzt so Mistwetter ist. Also das war jetzt bei Canada's Wonderland, bei Cedar Point war es auch. Hier weiß ich nicht, Six Flags Darien Lake gibt auf alles da war auch Sonne, also das auch alles, also es ist verrückt, ist das, verrückt. Gut, wir fahren jetzt noch an den Supermarkt mal ran, eben irgendwie was zum Mittagessen holen. Mittagessen eine Sache, die wir seit 3 Tagen nicht mehr gesehen haben. Oder 4? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Wie immer. Es ist auf jeden Fall gut was los. Ja, auch reichlich Busse am Start und alles. Krass, aber schlau wie wir sind, waren wir vorher und stehen vorne. Also was man hier vorne nennt, ne? Weil hier, für hier parken kann man natürlich noch mal mehr bezahlen. Wenn du bis dahin jetzt laufen musst, da ganz hinten, das ist schon blöd. Ja, ich weiß mit dem mit. Ja. Das ist ja geil. Mad Max auf der Straße einfach. Bei uns ist die Leitbar schon ein Problem, weißt du? Ich finde auch Licht am Auto ist total schlecht. Das ist viel zu gut gesehen und man sieht auch lieber weniger Licht an die Autos. Sieht man ja bei aktuellen neuen Blinkern. So klein. Sowas wie ein Ford Expedition meinte ich übrigens, wenn ihr mit mehreren Leuten unterwegs seid, was ich im ersten Vlog, im zweiten, irgendwann habe ich das erzählt. Natürlich kommt da jetzt ein LKW. Naja, es hätte Kings Island sein können. Heute geht es mal nach Kroger, da waren wir noch nie. Also die Mitarbeiter haben schon mal keine Zähne. Wie No Fireworks. Dass hier im Umkreis von 300 Fuß kein Feuerwerk zünden oder was? Okay. Das ist super crazy. Hier sieht man ja noch die Tüten an dem Kassenband. Und gibt immer noch einen Mitarbeiter, der dann dein Zeug in die Tüten packt und in den Einkaufswagen sogar legt. Ich sag mal so, 2-mal Hähnchenbites, einmal Bananen und einmal diesen Sprite Tea. Das sind 3 Tüten. Okay. Nun gut,
Die sind aber immer schön für Eiswürfel oder Schmutzwäsche. Aber nicht bei den Bananen, die wir geholt haben. Die anderen, die hatten dann oben, hast du gesehen, da war noch mal Papier drum. Da, wo die zusammen sind. Wie heißt denn das eigentlich? Das ist ja keine Wurzel. Ah, Strunk? Strunk? Strunk ist gut, oder? Strunk ist Strunk. Ja, absurd. Aber irgendwie witzig. Und diese Einkaufswagen, die haben wie im Baumarkt, hinten sind die Räder starr und vorne kannst du lenken. Damit kann man nicht fahren. Wenn die mal so bei uns, da würden die ja direkt eskalieren, ey. Popcorn Chicken. Mein Fehler. Musik. Popcorn Chicken wird jetzt gegessen. Ist das nicht Chicken Popcorn? Nee, Popcorn Chicken. Nicht schlecht. Ja, ein bisschen viel Banane. Die ist halt nicht groß, ne? Weil die in einem Sack leben. Ja, weil die in einem Sack leben. Aber so, Gewürz ist gut, ne? Ja. Nicht schlecht. 2,99 so ein Sack halt. Kann man auch nichts sagen, ne? Also nicht, dass ihr denkt, wir wollen euch nichts zeigen oder erzählen. Das ist alles, was es gibt. Es ist nicht sehr spektakulär. Der Interstate 74 ist sehr monoton und bietet nichts. Einfach nichts. Büsche. Aber gehört auch dazu. Ist halt auch eine ganz andere Tour mal wieder, wie wir es schon mal gemacht haben. Mit Riesenparks, mit großen Strecken, total verrückt. Und ja, da fehlt irgendwie so ein bisschen die Tiefe. So wie es in diesen Parks auch ist. Die Tiefe fehlt einfach. Ich glaube, so kann man das sagen. Aber das gehört auch dazu. Und es gibt ja schon ein paar spannende Achterbahnen, die wir euch jetzt zeigen. Furthermore, we doing this for y'all. Rap is stress, but it feel great. When you up, but when you in a slump, you get real low and can't think straight. Put it all in each mixtape. So many long nights in my mother's house. Trouble boy, bring the trouble now. Since V1, I've been double down. Life's a gamble till we part ways. Ist geheim, was da drunter ist. Ich glaube, es ist ein Elefant. All of our pain that we downplayed, just to maintain, so that I avoid a breakdown. Wir sind in Indiana jetzt schon. Genau, Landesgrenze überschritten. Wir sind in Indiana. Mein Gott. Geil. Der wirbelt keine Steine auf, die du dann nicht. Es sieht aus wie von Matchbox, ich lieb's. Bundesstaat gewechselt, von Ohio nach Indiana rüber gefahren, wo wir jetzt immer noch unterwegs sind und zu unserem nächsten Hotel fahren. Und jetzt kommen sie alle auf den Interstate auf einmal. Was ist das denn? Dieses Fahrzeug, was kaum Lärm macht, ist der rote Pickup, der zwei rote Pickups sieht. Ich weiß nicht, ob der was anderes nicht kann. Das ist ein Matrix. Inception. Was ist das für eine Pyramide da? But you can't run away when you paving the way. Gotta navigate through the dark lanes any way that you can, just so you can find a light to the path. Write you a plan, get right to the plan. Seek help, but you are too spiteful to ask. Not saying that life isn't bad, but life could be worse than the life that you have. Some people need a right for the blast to get right to the cash, and the cycle demands that it happens again and again and again. Maybe I'll never win. Maybe I'll never win. Hier, ich hab dir was mitgebracht, kannst du ein bisschen informieren. Ich weiß, was Holiday World ist. Ach so, hast du unseren Parkcheck gesehen? Natürlich weißt du dann, was ein Holiday World ist. Good Gravy. Boah, voll die große Spinne haben wir im Auto. Echt? Wo? Außen? Cool. Gibst du mir auch was? Danke. Wird man gar nicht irre. Wird mich ja nervt, wenn ich hier drin sitze. Tja, wir sind jetzt hier in der Rest Area. Die nächste ist übrigens erst in 71 Meilen. Das ist ganz um die Ecke. Wie war es denn auf dem Klo? Normales öffentliches Klo, alles gut. Die Rest Areas, natürlich kostenlos. Die Rest Areas hier sind ja halt echt immer richtig nice, ne? Irgendwie so groß, weitläufig, entspannt. Aber wenn es die dann gibt, es gibt halt nicht viele. Hier Mr. Rusty war jetzt auch gut, Alter. Das Auto fällt auseinander hier von dem. Ja, hab ich gesehen. Und da vorne war die ganze Zeit Eichhörnchen am Mimmeln. Wie ist zusammen? Nee, es hat dann Zeug ausgebuddelt und hat, wenn es was gefunden hat, hat es sich voll gefreut. So, oh krass, wirklich. Genau, so richtig so, was? Damit hat keiner gerechnet. Ja, die vergessen doch, wo sie ihr Zeug vergraben. Ja, ich weiß. Also, was? Ich habe wirklich mal was hier rausgeholt.
Und jetzt die 2 Autos, die da standen, die waren jetzt mit Hunden beladen, die jetzt die ganze Zeit Palaver gemacht haben. So, noch 50 We need Minuten. a right for the blast to get right to the cash, and the cycle demands that it happens again and again and again. Maybe I'll never win. We've been at this for a long time, from the dark side to get no shine, going underground to find a gold mine. I'm digging. Hold the line, what I told mine. Been a slow grind since 09, so just say the word and it's go time. I'm in it. We've been at this for a long time, from the dark side to get no shine, going underground to find a gold mine. I'm digging. Hold the line, what I told mine. Been a slow grind since 09, so just say the word and it's go time. What the f*** do y'all take me? Ich will das haben. They ain't even wanna take me in. Break the walls, I'm Chris Jericho. It's no miracle, I'm in the place I'm in. Any pad that I place my pen, body bag and that pays my rent. You know how many days I spent putting in work, this the thanks I get. There's no telling when the race might end. I could probably run forever at the pace I've hit. Shoot the shot and just in case I miss, I'ma crash the board until it break my wrist. It's the real, we don't wanna listen to the fake I spit. Let the gray mind shift. Paradise, I'm trying to find my paradise. I pray I never let the snake eyes hit. Ready for the chase I've been on the run, I'ma run shit no matter what state I'm in. Every time the baseline hit, I just fade to black to make it back to state some facts. From the cake I spin to the late night shifts, I ain't holding back. Heard from the grapevine, y'all trying to take mine. Now you in the cage with a canine. Ich glaube, wir müssen in den Knast oder so. Wir sind jetzt in unserem Sleep-In angekommen. Das hat sehr wenig Fenster, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wo die Frau mich hinführt jetzt. Mal gucken. So, die nächste FGF-Convention können wir in diesem Zimmer abhalten. Was schmeißt du denn schon wieder alles rum? Menno. Den ganzen Tag sammle ich mit dir rum Zeug auf. Nicht. Ja, hol es ab. Das sieht aber erstmal nett aus hier, ne? Wir sind jetzt in Terre Haute, oder wie sie das gerade ausgesprochen hat. Ich glaube, das ist etwas Französisches, aber das heißt ja hier nicht, dass man weiß, wie man das ausspricht, wenn man hier wohnt. Ja, riesengroßes Zimmer. Sieht eigentlich gut aus, finde ich. Also sogar mal irgendwie was anderes außer weiße Wände oder orange oder sowas. Ne? Badezimmer, mal gucken. Das Licht ist irgendwie ein bisschen komisch, ne? Ja, das ist wenig. Hast du das hier schon eingedrückt? Nee. Oh. Da hast du Strom weggemacht. So. Aber hier ist ja auch eine Lampe eigentlich noch. Eben. Ah, Oh, gemütlich. oh, schön. Was ist eigentlich für diese Gruselecke hier? Das ist auch nix. Da hätte man doch eigentlich den Kühlschrank reingemacht. Da hat sich wahrscheinlich einer gedacht und dann gemerkt, dass er keine Steckdose hat. Ja, geh du mal da rein. Was ist das so für ein Rampenklo? Führen das mal. Ja, übliche, wie man es kennt. Ist alles so ganz sauber. Hier ist ein bisschen viel Lack ab. Ne? Die Tür ist vielleicht nicht so. Jetzt Was ist genau? auch krumm und schief, aber das ist hier normal. Das ist echt normal, ne? Ja, das ist sowas so hemdsärmlich hier. Die Tür ist übrigens nicht zugebrochen. Auch das ist... Ach, der bleibt aber mal gelockt. Zack. Kühlschrank, Mikrowelle, großer Fernseher, Schreibtisch, Kleiderschrank, alles da, was man braucht. Die reißt die Türen hinten ab. Kleiner Bügel, Bügelbrett, Bügeleisen, Haartrockner. Es geht auch nicht richtig zu. Ich lieb's. So, einmal den Ausblick noch, wo wir hier rausgucken. Wie schön. Wow. Wurde hier drauf geschossen? Alter. Es ist Maria. Also wenn ich mir diesen Hinterhof angucke und der hat doch einer auf uns geschossen. Bruder. Geil, Ghetto. Okay. Das Buffet-Restaurant, das gibt's noch. Das sah aus wie ein Lost Place eben, wo wir dran vorbeigefahren sind. Aber also er ist da mit einem Abzieher, kratzt der da in Gummistiefeln was raus. Das ist auch ein Schlachthaus für Menschen oder so. Was bitte? So, mach mal den Vorhangstück zur Seite. Mhm. Ach du. Und das ist das Buffet-Ding. Das ist ja eine Das ist doch Maze. nicht auf, oder? Da guck.
Ich hätte das Aber man niemals, kann das sogar auch machen. ich hätte niemals hier rausgucken sollen. Aber dahinter ist jetzt nochmal Glas, ne? Ja, ja, das ist nicht hier ein Loch rein. Aber das liegt hier trotzdem alles noch, ne? Dazwischen. Lass mal gucken. Da ist nur das Glas. Ja. Ja, also das sieht ja aus wie ein Schuss. Ja, Das ist ja kein sieht aus Stein wie ein gewesen. Schuss. Ja, wieso sollte hier auch ein Stein? Und das so, aber der ist nicht durchgekommen, der Schuss. Gutes Glas. Schlechter Schuss. Schlechte Patrone. Kackpistole. Man weiß es nicht. Aber Habe ist ich auch schon. eingekatzt, ne? Von Ja. innen. Aber ich hätte gedacht, dass die ja hier drin liegen müsste, die Ach so, die Patron. Ja, vielleicht haben die rausgeholt, die Forensiker. Forensiker. Ja. Und vielleicht haben sie auch nur diese Scheibe neu gemacht, aber das ist ja auch schon eine Catch, das macht ja keinen Sens, ne? Ach so, die ist gebrochen hier. Ja. Safety ja. first. Schön. Naja. Naja, nichts ist neu gemacht worden, würde ich sagen. Sonst ist es super. Sollen wir fragen, ob sie das weiß? Tonight somebody shot me. Tried to shoot me. Ja, also mit der schauspielerischen Leistung bist du kein Shootingstar. Komm nicht. Nee, das sah aus wie der alten Western-Stunt schon von Phantasialand. Baseline hit, I just fade to black to make it back to state some facts. From the cake I spin to the late night shifts, I ain't holding back. Heard from the grapevine, y'all trying to take mine. Now you in the cage with a canine. We've been at this for a long time. From the dark side to getting no shine. Going underground to find a gold mine, I'm digging. Yeah, hold the line what I told mine. Been a slow grind since 09. So just say the word and it's go time, I'm in it. Yeah, we've been at this for a long time. From the dark side to get no shine. Going underground to find a gold mine, I'm digging. Hey, hold the line what I told mine. Been a slow grind since 09. So just say the word and it's go time, I'm in it. Leute, wir sind jetzt bei Applebee's und haben uns jetzt mal das erste Bierchen der Tour gegönnt. Und bei dem Essen, ne, muss man mal vielleicht... Es gibt hier einen Salat, also die sind alle nicht ohne, aber ein Salat, das ist in den USA ist es so, dass die Kilokalorien bei allem Zeug dran steht und groß. Also bei Sachen, die du kaufst, riesengroß und auch in den Speisekarten steht es überall dran. Dann kostet sich der Quesadilla Chicken Salad kostet dich 2240 Kilokalorien. Das heißt, du kannst nur diesen Salat an einem Tag essen. Oder, was ich jetzt gleich wahrscheinlich nehmen werde, ist das, wie nennen sie es hier nochmal? Top Sirloin. Das Steak mit Mashed Potatoes und Brokkoli. Das hat nur 620. Ich könnte quasi dreimal das, fast viermal. Also, wenn irgendeiner wieder schreibt, muss man Salat essen, überleg dir das wenigstens sehr gut, ob du einen Salat essen musst, mein Freund. Da retten wir mit dem Cross Light, was gerade hier drin ist, auch nichts mehr. Es steht sogar noch mal in der Karte drin, dass im Durchschnitt 2000 Kilokalorien am Tag für normal ausreichend sind. Steht auch noch mal in der Karte. Falls du die Karte, also wenn du, keine Ahnung, eingefroren warst, bevor Kilokalorien erfunden waren und jetzt hier aufschlägst, ja, einmal so, by the way, das auch nochmal. Es hat gerade sehr viel Style hier zu sitzen und wir haben jetzt immer noch nicht rausgefunden, ob wir jetzt die Zeitverschiebung haben oder nicht. Ja. Yo Peoples, das war der Tag mit Kings Island und uns und hier ein bisschen American Street und richtig real. Also es sieht schon hier ein bisschen so aus, wie es aussehen soll, damit wir euch ein cooles Bild mitbringen können. Und wo es morgen hingeht und was wir morgen vorhaben und warum wir schon wieder über 3 Stunden fahren, obwohl wir heute schon über 3 Stunden hingefahren sind, das seht ihr im nächsten On-Tour-Vlog hier auf dem Radio-YouTube-Kanal.